Hallo und herzlich willkommen in meinem allerersten Video auf meinem eigenen YouTube-Channel. Ich möchte euch heute mal meine Style-Routine zeigen, also wie ich meine Haare mache. Ich habe eigentlich ziemlich dolle Locken, sieht man jetzt, glaube ich, fast gar nicht. Aber naja, sehen wir dann am Ende, wie es aussieht. Meine Haare wurden gestern gewaschen, ich habe sie jetzt heute Morgen einfach nur in diesen Zopf gequetscht. Aber auch durchs Schlafen und durchs Tragen sehen sie halt nicht mehr so ganz frisch aus. Man sieht hier noch so einzelne Locken, aber auch nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollen. Sie sehen halt schon wieder sehr frizzy aus. Und ja, ich kann ja mal hier nach vorne holen, damit ihr sehen könnt, wie es so aussieht. Ja. Ich werde für mein Styling Produkte von Cantu benutzen. Ich benutze hier derzeit die Coconut Curl Cream und den Define and Shine Custard. Okay, gut. Und zwar ist Step 1, die Haare wieder komplett nass zu kriegen. Man kann dafür natürlich so eine Sprühflasche benutzen. Es geht aber natürlich auch einfacher, wenn man einfach seinen Kopf kurz unter die Dusche steckt und einfach nochmal alles nass macht. So, wie ihr sehen könnt, sind meine Haare jetzt fast ganz nass. Ich teile meine Haare immer hinten gerne schon mal in zwei gleichmäßige Teile ein. Und dann kämme ich sie erstmal durch. Ich benutze dafür einfach so einen normalen Kamm. Und damit kämmen wir erstmal. Wir fangen an den Spitzen an. Weil wenn wir hier anfangen und einfach so runterziehen, dann sieht man hier schon, hier können sich ganz schnell ganz viele Knoten bilden. Hier ist dann natürlich alles schön durchgekämmt, aber dann sieht das so aus und das wollen wir nicht. Deswegen fangen wir unten an und arbeiten uns dann langsam hoch. So, wenn wir das gemacht haben, mache ich immer meine Haare einmal komplett nach hinten und trenne mir dann den oberen Haarkranz ab. So ungefähr. Jetzt haben wir hier schon mal zwei etwas kleinere Haarpartien. Die unterteile ich aber auch nochmal. Und zwar gehe ich hier einfach einmal durch die Mitte bis nach hinten, bis zum Ende der Partie und klemme mir den oberen Teil auch nochmal ab. Gut, jetzt haben wir hier eine kleine Partie und mit der können wir jetzt arbeiten. Jetzt kommt als erstes die Coconut Curling Cream. Also es ist schon eine relativ schwere Creme. Sie bewegt sich fast gar nicht. Ich glaube, ich könnte das sogar. Ja, ich kann es auf den Kopf halten. Also es kommt natürlich darauf an, was ihr für Locken habt. Ich habe ungefähr 3A bis 3B Locken und bei mir ist die Creme schon, wenn ich wirklich zu viel nehme, schon echt schwer. Also dann hängen sich die Locken auch aus und sie sind nicht mehr so, sie poppen nicht mehr so weit hoch. Aber wenn man nicht zu viel nimmt, ich zeige euch gleich, wie viel ich benutze, dann geht das auf jeden Fall klar. Und zwar nehme ich einfach immer so einen Finger, so, und das machen wir jetzt stufenweise erstmal mit geöffneten Fingern in die Haare. Ich gehe schon weit hoch, aber ich gehe nicht ganz an die Wurzeln. So, schön einarbeiten. So, darauf kommt jetzt der Define and Shine Custard. Der ist eher so wabbelig. Ja, da gehe ich auch wieder einfach mit meinem Finger rein, bis ich ungefähr so viel habe. Also wirklich nicht viel. Verteile das auch wieder auf meinen Fingern und gehe damit leicht über die Haare, damit das quasi auf der Curling Cream sitzt. So, man sieht jetzt schon, die Seite hier ist schon stark am Trocknen, aber man sieht auf jeden Fall schon einen Unterschied zwischen ungestylt und gestylt.
Was ich jetzt noch gerne mache, ist mir einzelne Haarsträhnen rausnehmen und mit so einer Brush. Eigentlich ist es, glaube ich, für Massage, für Kopfmassagen oder so geeignet. Ich habe es auch teilweise mal unter der Dusche, wenn ich das Shampoo drin hatte, zum Kopfmassieren, zum Wurzelmassieren benutzt. Momentan benutze ich es aber eher so als Bürste. Und da gehe ich dann einfach nochmal durch die Haare, lasse sie sanft fallen, knete sie nochmal durch. Ja, und jetzt könnt ihr halt sehen, es sind jetzt wirklich einzelne Strähnen geworden. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil sonst sind hier immer noch so kleine einzelne Haare und die nerven mich später, wenn es dann trocken ist. Und das mache ich dann einfach Stück für Stück. Und lasse sie dann nach hinten fallen, damit sie von den anderen Haaren auch abgetrennt sind. Falls ihr auf Volumen steht, dann kämmt es vom Kopf weg. Und wenn ihr das nach unten zieht, zieht ihr die ganzen Locken mit nach unten. Und ich möchte ein bisschen Volumen, deswegen ziehe ich die Haare vom Kopf weg, lasse sie dann fallen. So, bei den Haaren hier vorne mache ich das immer ein bisschen anders. Ich möchte nämlich nicht direkt am Gesicht irgendwie Frizz haben oder so. Hier nehme ich also die Section, teile sie nochmal und dann wickel ich die Locke um meinen Finger. Halte das kurz und lasse sie dann fallen. Hier dann auch wieder teile ich und wickel sie um meinen Finger. Halte kurz und lasse dann los. So. Crunch dann immer gerne nochmal mit ein und dann seht ihr auch schon, kommen die Locken langsam wieder. So, das gleiche machen wir jetzt auch mit dem oberen Teil. Hier mache ich auch nochmal ein bisschen nass. Also nur kurze Info, ne? Eigentlich geht das viel schneller bei mir. Ich mache jetzt halt einfach nur schön langsam, damit ihr sehen könnt, wie genau ich das mache. Also falls ihr denkt, warum dauert das so lange? Ich habe doch überhaupt keinen Bock, so lange im Badezimmer zu stehen und an meinen Haaren rumzufummeln, bis ich fertig bin. Dann muss das ja auch noch alles trocknen, bis man überhaupt aus dem Haus gehen kann. Also es geht schon ziemlich schnell, wenn man das alles drauf hat, wenn man die Routine drin hat. Übung macht den Meister. Ich bin auch immer noch dabei zu lernen. Ich bin ja immer noch in meinem Healthy Hair Journey. Falls ihr daran Interesse habt, kann ich dazu gerne ein separates Video machen. Ich habe nämlich ganz schön viel Mist gebaut mit meinen Haaren über meine Pubertät und Selbstfindungsphase. Ich habe komplett blondiert. Ich habe selber Haare geschnitten, ohne zu wissen, wie ich vorgehen sollte. Also, und das gute alte Glätteisen natürlich auch benutzt. Und dann gerne nochmal, wenn die Haare dann glatt waren, den Lockenstab benutzt, weil Locken sind einfach so viel schöner als meine Naturlocken und ja, vielleicht können sich Leute von euch damit identifizieren. Also falls ihr daran Interesse habt, kann ich gerne noch mal ein separates Video dazu machen. Ich habe auch haufenweise Bilder. Schreibt mir einfach in die Kommentare, falls ihr es interessant findet. Und zurück zur Styling-Routine. So, die Seite haben wir jetzt soweit fertig und genau das gleiche machen wir jetzt auch bei der anderen Seite. So, ich habe das links jetzt auch nochmal gemacht und vielleicht seht ihr das hier.
Sie sind zwar noch extrem nass, aber so langsam wird es. Hier oben mache ich das aber anders. Und zwar mache ich das nicht zur Seite. Ich mache es ungefähr ab hier auf Seiten, wegen meinem Scheitel. Aber ansonsten nehme ich so die Teile und lasse sie nach hinten fallen. Ich zeige euch das aber. Erstmal mache ich das wieder nass. Dann macht ihr auch einfach wieder das Produkt genauso wie ich das links und rechts gemacht habe, in die Haare, massiert es ein und dann zeige ich euch, wie ich das mache. So, jetzt habe ich das Produkt drin und jetzt gehe ich nach da hinten und gehe einmal durch. So. Kämme ich das nochmal nach hinten. So. Und dann lasse ich das einfach nach hinten fallen. Jetzt kommen wir langsam nach vorne und ich habe hier und hier immer solche kleinen Babylocken. Hier, seht ihr das? Da. Und die mache ich auch wieder mit dem Finger zu einer einzelnen Locke. Und weil ich nämlich hier vorne direkt am Ansatz immer so Babylocken habe, mache ich die ganze vordere Partie mit den Fingern und drehe auch immer hier die Haare am Ansatz ein bisschen ein, damit ich die Babylocken mit in der Strähne habe und sie dann halt auch, wenn es trocknet, mit da drin bleiben. Okay, und jetzt kommt die oberste Regel nach dem Styling, wenn man Frizz vorbeugen will. Nicht anfassen. Ich wiederhole, nicht anfassen. Nicht anfassen, nicht anfassen, nicht anfassen. Wenn ich hier jetzt direkt wieder so rumkrabbel, dann ziehe ich die Strähne auseinander. Auch wenn es nicht danach aussieht, aber wenn es trocknet, dann zieht sich das alles auseinander. Falls ihr damit kein Problem habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber ich persönlich finde das nicht cool. Das lassen wir jetzt einfach trocknen. Wir fassen nichts an, weil wir kein Frizz wollen. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. So, und so sieht das dann aus, wenn es fertig getrocknet ist. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ich werde jetzt versuchen, jede Woche ein Video zu posten. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.